Liebe Bastelgaragenfreunde, es ist mal wieder soweit. Es geht weiter heute mit der French Cleat zum Ausziehen hier hinten. Und dieses Mal geht's hier oben um diesen Kasten. Da sind meine Stechbeitel drin. Und beim letzten Mal habe ich ja hier diese, wie soll man sagen, hier die Auszüge gemacht und habe hier unten die Griffe dran gebastelt. Und diese Griffe hier, da habe ich jetzt auch ein Schreiben, zeige das mal hier oben, vom Herbert Knupski. Und zwar sagte er, er hätte nur die Griffe von unten befestigt, damit die unterste French Cleat durchgehend frei bleibt und somit besser als Gegenlager für die Werkzeugaufnahme zu nutzen ist. In gewisser Weise hat er da recht. Wie gesagt, die sind jetzt hier unten drunter und blockieren mir mehr oder weniger die unterste French Cleat. Allerdings, das hat alles seinen Grund. Da habe ich mir vorher schon etwas überlegt. Und zwar will ich was ganz anderes bauen. Eine klappbare Schublade. Und zwar für, wie gesagt, hier hinten, für die Stechbeitel aufzubewahren, damit ich hier hinten, wo sind wir? Da, damit ich hier hinten meine Stechbeitel, die habe ich jetzt in so einem Schrank drin. Und den möchte ich jetzt ganz gerne einfach hier drunter bauen. Als erstes brauchen wir mal einen Zollstock hier aus dem Zollstockspender. Alles zu sehen in Teil 2 dieser Geschichte. In Teil 1 werden die Korpusse gebaut und in Teil 2 noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, wie hier Bleistifthalter und Zollstockspender. Könnt ihr euch gerne alles anschauen, ist unten drunter verlinkt und ich glaube hier oben auch. Und als erstes messen wir jetzt mal die Grundfläche von diesem Stechbeitelhalter, weil ich brauche eigentlich genau dieselbe Größe wieder. So, als erstes schneiden wir mal den Boden. Das hier sind jetzt die Einzelteile, die habe ich schon zurechtgeschnitten. Aus dem Schrank habe ich mir das herausgebaut. Und zwar kommt hier unten in diese Hohlleiste, die hier ist, ein Magnet rein. Und da sollen dann die einzelnen Stechbeitel halt hier festgemacht werden. Da habe ich dann auch das Maß im Prinzip jetzt genau her vom Schrank übernommen. Und zwar ist das hier 32 mal 43 cm. Die Seitenteile sind 8 cm hoch. Und das sind ja die beiden Endstücke, die sind genauso groß wie das Brett. Aber diese rechts und links hier, die stehen in meinem Fall 9 cm vorne über. Und das hat natürlich seinen Grund. So soll das Ganze dann mal zusammengebaut aussehen. Und die beiden Teile, die hier vorne überstehen, da möchte ich einen Griff rein haben, damit ich die Schublade halt hier rein und raus hier mit diesem Griff ziehen kann. Dazu mache ich mir an den beiden oberen Ecken jeweils im Abstand von 2 cm eine Markierung. Da soll dann später dieser 16 mm Buchenstab rein. So, das haben wir. Die jeweils obere Ecke, die wird mit einer Rundung abgerundet. Dazu stecke ich den genau in diese Markierung rein und mache dann schön hier eine Rundung, zeichne ich mir ein. Im jeweils unteren Bereich soll natürlich auch eine schöne Rundung, die mache ich was größer. Ja, so ungefähr. Das ist jetzt alles nur Pi mal Daumen, so wie ich mir das ungefähr vorstelle, und mache dann hier auch einen Kreis. Hier an der Standbohrmaschine bohre ich jetzt hier das Loch rein. Ich habe also hier diesen Kreis etwas größer gemacht, den zweiten. Das ist der erste, den habe ich rund gehen lassen. Diese Rundung schneiden wir nachher an der Bandsäge ab. Kommt direkt im Anschluss. Jetzt bohren wir erstmal hier Löcher durch. Hier habe ich jetzt die beiden ausgeschnittenen Seitenteile rechts und links angebracht, mit einer Klemmzwinge festgemacht. Mir noch hier so ein kleines Teil mit dem Loch in der Mitte zurechtgesägt
Und dann kommt jetzt hier dieser 16 mm Buchenstab, der kommt hier durch. Und das wird dann später hier in der Mitte festgemacht. Jetzt mache ich aber hier, zeichne ich mir den Stab an, wo ich den abschneiden muss. Dafür ist diese ganze Vorkonstruktion jetzt erstmal gedacht. Und schneide das Stück hier hinten ab. Das ist dann so erstmal die Schublade an sich. Und jetzt müssen wir aber hier an den Seiten, soll noch ein weiterer Stab durch. Erkläre ich gleich, alles wird sich im Laufe der Zeit zeigen, wofür das alles im Einzelnen ist. Der muss ein bisschen rausstehen. Und deshalb mache ich jetzt das hier erstmal auseinander. So, und diese beiden Hölzer, die werden jetzt hier hinten vom Rand 2,5 cm entfernt. Und dann jeweils die Mitte. Und da bohren wir jetzt auch in beide jeweils eigentlich wollte ich ein 20 mm Loch bohren, aber ich habe halt hier nur noch einen Stab, der ist 22 mm. Also machen wir es ein bisschen größer, die beiden Löcher, und bohren die mal da rein. Wieder mal kurz zusammengestellt. Also hier ist jetzt die Stange durch und die habe ich hier jeweils so ungefähr 2 cm rechts und links rausstehen lassen. Und eigentlich ist es jetzt an der Zeit, das Ganze mal ein bisschen zu verleimen. Schraubzwingen sind wieder los, das Ganze ist getrocknet. Ich habe jetzt rundherum hier Schrauben in die Ecken reingesetzt. Das hält also richtig gut. Das ist die Schublade zum Rein- und Rausziehen. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Befestigung haben. Die Schublade soll ja später rauskommen und nach vorne kippen. Bevor ich das aber jetzt reinbaue, habe ich ja hier noch meine alte Halterung. Das ist die Aufteilung für die Stechspeitel und das ist ein Magnetstab oder Strang. So, das kommt hier zwischen. Und dann kommen eigentlich hier einfach später die Stechspeitel so rein und die halten hier durch das Magnet, können die auch kaum rausfahren. So, und diese Leiste hier, die werde ich jetzt mal auf der Rückseite verschrauben. So, einmal fest, jetzt noch mit dem Winkel gerade legen. Und dann verschraube ich das Ganze von der Rückseite. So, da reichen auch 2 Schrauben, weil das hat ja im Prinzip nichts zu halten. Hier an der Seite guckt jetzt die Buchenstange raus. Und ich habe ja noch von eben mein Maß von der Rückseite, das sind 2,5 cm. Das hatte ich ja eben noch von dem Messen hier. Und jetzt muss ich hier messen, dass ich von oben auch die Mitte wieder rauskriege. Allerdings möchte ich hier oben drauf ein Brett legen, so dass dieses Brett hier, ich ziehe das mal nach vorne, das soll damit abschließen, dass ich das hier festschrauben kann. Da soll eins hier hinten und eins hier vorne hin. Und dieses Brett dient dann wiederum dazu, das von unten an den Schrank anzukleben. Und in diese 2 Bretter müssen wir jetzt wieder die 22 mm Löcher reinbohren. Löcher sind gebohrt in den beiden Brettern und die müssen jetzt auf eine Länge abgeschnitten werden. Bevor ich dann hier noch ein zweites Loch reinbohre, weil hier will ich so eine Führung drin haben. Mit dem Winkel zeichne ich mir jetzt den oberen Rand der Löcher jeweils an. Und lege wieder hier vom Rand bei 2,5 cm den Mittelpunkt der nächsten Bohrung fest. Jetzt brauchen wir das nur noch mit der Stichsäge auszuschneiden.
beiden ausgeschnittenen Teile sollen dann später hier rechts und links hinkommen. Hier oben kommt ja ein Deckel drauf, damit ich das oben festschrauben kann. Und damit das habe ich auch ein bisschen bewusst etwas höher hier gesetzt, damit ich hier Luft zwischen habe, hier, damit das nicht schleift. Und hier unten muss ich jetzt natürlich einen Stab reinmachen. So, glaube ich, kann man besser sehen. Hier ein Stab rein, wo die ganze Kiste beim Rausziehen drüber läuft. Und da machen wir mal wieder diese berühmt-berüchtigten 2,5 cm von beiden Seiten. Und da bohren wir jetzt 20 mm Löcher rein. Jetzt habe ich hier an der einen Seite schon den 20 mm Stab reingemacht. Das hänge ich hier hinten ein. Ich zeige es euch jetzt gleich hier auf der Vorderseite. Hier hänge ich das hier ein. Da hinten das Loch. Und drücke das hier rein. So. Und die Schublade soll dann nachher hier drüber, über diese Stange hier unten drüber gleiten. Kann ich aber jetzt noch nicht zeigen. Ich müsste jetzt hier oben erstmal die Bretter festschrauben, damit ich ein bisschen Platz bekomme. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Da ist wieder etwas schief gegangen. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich euch das mal zeigen kann, auch dass auch bei mir nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Aber das ist wieder eine reine Überlegungssache. Physik ist halt Physik. Und zwar habe ich hier vorne diesen Buchenstab zu weit nach vorne gesetzt. Der muss hinter diesem Stab liegen. Der muss also hier ungefähr hin, weil das Ganze soll ja kippen. Und das kann es nicht, wenn das vor dem oberen ist. Also ich bohre einfach mal hier hinten ein neues Loch und dann zeige ich euch, was ich meine. Der untere Stab muss hinter den oberen. Da bohre ich ein neues Loch und dann mache ich das wieder da rein. Bevor jetzt noch irgendwas schief geht, habe ich das Ganze jetzt mal probeweise vorher gemacht. Und das funktioniert. Im Moment noch ein bisschen sperrig, weil es nicht fest ist. Aber ich schraube jetzt erstmal hier oben drauf dieses Brett, damit ich das anbringen kann. Jetzt habe ich das Ganze rumgedreht. Das ist das Brett, was unten drunter festgeschraubt werden muss. Und da bohre ich mir jetzt ein paar Löcher vor, wie für die Schrauben. Jetzt kommt eigentlich das Schwierigste, nämlich das da drunter zu schrauben. Schauen wir mal, wie das geht. Das war jetzt ein richtig hartes Unterfangen, das da drunter zu schrauben. Also das, glaube ich, ist von der ganzen Konstruktion das Komplizierteste. Und im Nachhinein hätte ich natürlich auch erst oben festschrauben sollen, dann die Schublade reinbringen und von der Seite festschrauben. Wäre natürlich auch gegangen. Aber wie immer, manchmal steht man sich selber im Weg. Aber schauen wir mal, so sieht das aus. Da kann ich jetzt meine ganzen Stechbeitel rausholen. Die sind dank diesem Magnet hier hinten fest. Wenn ich es nicht brauche, schiebe ich es rein, oben fest. Dann brauche ich nicht wie bei einer normalen Schublade, das ist hier so hoch, dann kann man da nicht richtig reinschauen. Das macht man runter und voilà, da ist alles drin. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Mal bei diesem Video.
Es hat mich tierisch gefreut, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid. Bleibt mir gewogen, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, wir sehen uns demnächst wieder, obwohl im Moment weiß ich nicht genau, es kann sein, dass ich 1 oder 2 Wochen einmal aussetze. Trotzdem, euch alles Gute, bis dann, Gruß, euer Jürgen.